Moin Leute und willkommen zurück zu That's Secret. Beim letzten Mal haben wir den Weg durch diese Schneekammer geschafft, sind jetzt hier im Kaminzimmer und schauen uns ein wenig weiter um. Wir haben sehr, sehr viele Informationen bekommen und auch sehr viel zu lesen gehabt und es scheint auch so, als würde es genauso weitergehen. Aber zuerst mal werden wir mal den Handabdruck hier berühren. Dad took me to Wichita once before he died. We drove for 4 hours to get there, ate hamburgers and watched a movie. Then we went home. He never explained, just told me to get in the car. I guess he knew he was going to die. Verstehe, also ein tragisches Schicksal hat unsere journalistische Freundin hier ereilt. Ihr Vater ist gestorben. Hat aber noch ein wenig Zeit mit ihr verbringen können, was natürlich sehr schön ist. Haben wir wieder was zu lesen. H. Bullard, Daily Log, August the 18th, 1965. The little mail fraud enterprise Bobby and I are operating has paid off. Since the beginning I have had suspicions about Woodcutter's true identity, but I cannot confront him without evidence. Several months ago I started paying Bobby extra to steal outgoing correspondence from a particular individual's mailbox. We steam upon the letter, give it a read, and then send it on its way. It's not the most exciting trick in the book, and Bobby certainly doesn't like it, but I found it an effective method of surveillance. Today we intercepted a very interesting letter. This one confirms most of my theories and has been locked away for safekeeping. When I have one or two more pieces of the puzzle, I'll nail Woodcutter to a wall. I'll have to do it quickly, though. The device, my ace in the hole, is almost finished. When it's completed, there will be no reason for Woodcutter to let me live. I just have to get it to him first. Okay, da wollte also dem Woodcutter zuvorkommen, aber ich glaube, zumindest von dem, was wir bisher gesehen haben, das ist ziemlich unmöglich, muss man doch sagen. Zumindest haben wir bisher noch keinen Weg gefunden, ihn irgendwie zuvorzukommen. Haben wir eigentlich jetzt schon alles hier gefunden? Ich schaue nochmal kurz. Wir haben den Knauf, genau, Nob heißt Knauf. Wir haben die Safe-Kombination. Kann ich hier nochmal kurz... Ach stimmt, wir haben auch den alten Schlüssel. Okay, niemand hier, sehr gut. Es ist wieder so ruhig. Ich mag es nicht, wenn es ruhig ist. Zuallererst natürlich, Moment. Muss ich mal kurz meine Linse auspacken. Niemand da? Oh, sie ist blau. Und der Einzige, der bisher rot war, war der Teufel. Also ich meine immer noch, dass der Teufel unser Unterbewusstsein repräsentiert und uns aus irgendeinem Grund helfen will. Ich weiß nur nicht, wer dann der Mann mit der Maske ist. Wahrscheinlich Woodcutter vielleicht, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Irgendjemand hatte hier wirklich Eile, die Sachen zusammenzupacken. Der wollte wahrscheinlich schnellstens verschwinden, der gute Bullard. Und der Woodcutter hat ihn wahrscheinlich früher bekommen, als er abhauen konnte. Das Regal oder der Schrank ist fast leer. Das ist nur noch, was ist das? Zucker und ich glaube Flur, also Mehl. Entschuldigung. Da sind Töpfe und Pfannen. Die wurden sehr, sehr gut zusammengepackt. Ja, muss ich auch sagen. Schön mit Zeitungspapier. Sehr, sehr vorbildlich. Noch mehr Töpfe. Der Ofen ist rein. Ich weiß nicht, Stovetop, ist das Ofen? Ich weiß nicht. Oder Herd wahrscheinlich. Er wird sicherlich noch funktionieren. Könnte ich den noch nutzen? Ich kann den sogar nutzen. Das heißt, ich muss den wahrscheinlich auch nutzen, ne? Altes Adventurer-Herz. Kennt natürlich die Pappenheimer. Okay. Haben wir was Schönes? Ein schönes Steak im Kühlschrank? Ein bisschen... einen kleinen Auflauf vielleicht? Auch leer. Hätte mich auch gewundert, wenn das anders wäre. Ah, da ist was. Ein bisschen Kaffee. Der Kaffee ist vollkommen zugefroren. Ich kann hören, wie es da drin rattert und tattert, weil es natürlich so unter Druck steht. Eine gefrorene Kaffeedose. Die können wir natürlich aufheizen mit dem Herd. Das ist klar. Haben wir hier noch was drin? Hier ist gar nichts. Ah, doch. Oder auch nicht. Oder? Ah. United States Patent Office patented January 4th, 1963.
31037X. Eyewear with electromagnetic refracting lenses. Harris Bullard, Oakley College, Logan, KS. Filled November the 7th, 1959. Sir No 772588. 4 claims. CL 73503. Okay, der hat also sein Ding zum Patent angemeldet und okay, ich habe mich schon gewundert, weil eigentlich ist beim Patent immer so, dass man auch teilweise eine Zeichnung dazu hat oder sowas oder zumindest irgendeine Beschreibung von dem Teil, weil das wäre ja sonst ein bisschen seltsam, wenn man einfach nur da stehen hätte, ja, Automobil, Patent. Ne, dann hat ja gar keiner eine Ahnung, was es ist. Okay. Abstract of the disclosure. A pair of googles is provided, which includes a metal strip, a battery and lenses, an ensemble which when placed over the eyes so that it Ich kann heute auch wieder nicht vorlesen. An ensemble which, when placed over the eyes so that it rests against the head, permits the metal strip to touch the skin just above the left ear and crossing the forehead to touch the skin above the right ear as well. Also einfach eine Brille. The function of the metal strip is to detect upon contact electromagnetic impulses from the brain and to transmit them to the lenses. The lenses are created from a glass material, reference co-pending application serial number 655234, filled April the 12th, 1957, that is made to alter its refraction of light based on electromagnetic impulses. Received from the metal strip and amplified by the battery. Also an sich eigentlich nur Gehirnwellen, die dann eben als visuelle Abstraktion in der Welt eben dargestellt werden. Um es mal ganz unkompliziert so auszudrücken, was überhaupt nicht unkompliziert war eigentlich, aber egal. This invention relates to the visualization of electromagnetic activity in the brain and more particularly the creation of visual patterns based on the neural activity of the subconscious. Das Ding ist, wenn er jetzt aber ein Patent hat, dann kann ja eigentlich sein... Ich dachte, ich hätte was gehört. Kann ja eigentlich der Typ, der ihm das Patent stehlen wollte, der kann ja eigentlich nichts mehr machen dann, ne? Ich meine, wenn er das Patent hat, ist er eigentlich allmächtig so gesehen. Ich lese... Ich glaube, hier tropft irgendwo ein Wasserhahn oder so. Ich höre die ganze Zeit irgendwas. Wieder viel zu lesen, viel zu lesen. Das finde ich gut. Wieder von Woodcutter. Harris Bullard, I am Woodcutter. You will complete your research and then hand it to me. Or we can discuss the South Pacific in 1944. Das ist natürlich sehr leicht zu durchschauen, weil das ist offensichtlich von diesem Typen, der sich jetzt, also der nicht der wahre Woodcutter, sondern es ist der Typ, der eben das Monopol eben stehlen wollte oder das Patent eben. Das ist ziemlich dämlich, weil das ist ja total offensichtlich, weil der Woodcutter möchte ja überhaupt nicht, dass der die Forschung beendet. Das ist ja schon relativ offensichtlich, muss man sagen, dass er hier versucht hat, den guten Bullard zu verarschen. Was haben wir hier? Bobby, here's the list of supplies this week. I know you're angry that I haven't paid in a month, but please wait a little bit longer. I have some money coming and I'll be able to pay you soon. Beans, cigarettes, tonic water, white bread, butter, eggs, copper wire, 3 feet, solder spool, vinyl tape, gasoline, butane, leeches, as many as you can get alive. Was ist nochmal Leech? Ich kenne nur Bleach, aber das ist natürlich was anderes. Das ist natürlich Blei hier, aber Leech ist, glaube ich, was anderes. Leech heißt es doch, wenn so absorbieren, ne? Sowas zusammen irgendwie rangezogen wird. Ich weiß nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Ich kenne mich in der englischen Materialwelt nicht sonderlich aus, da haben wir schon wieder was zu lesen. Mensch. Ich möchte aber... Moment! Bleib doch mal stehen! Okay, hier ist nichts. Unten kann ich nicht aufmachen, okay. Ich schaue nochmal kurz. Moment. Nur einmal kurz, ob hier noch irgendwas ist. Nee, okay. Ich wollte jetzt auch ungern meine Sonnenbrille wieder aufziehen. Hier am Haken hängt auch nichts, okay. Der hat aber einiges an Vorräten, muss man sagen. Auf jeden Fall genug, um lange zu überleben. Eine Flasche. Da steht ein großes D drauf. Okay. She wants the D. Ich verstehe schon. Alles mögliche Zeug, was in Dosen gepackt wurde, also Essen. Das muss bestimmt schon seit Jahren schlecht sein. Ein Pantry, ich weiß nicht. Vielleicht Püree oder so? Kartoffelpüree? Wenn er so viel Essen dabei hatte, was sollte er denn Bobby Sawyer bezahlen? Ach so.
Also vielleicht denkt sie ein bisschen drüber nach, dass der Bobby ihn umgebracht hätte, weil er nicht bezahlt hat, aber das ist ein bisschen unrealistisch. Hier ist genug Essen, um eine Person über Jahre oder Monate zu ernähren. Pantry, was ist denn Pantry? Ach, ist Pantry vielleicht Regal? Ich weiß es nicht. Bullard hätte auf jeden Fall eine lange Zeit überleben können mit diesem ganzen Zeug. Manche von den Dosen sind nicht schlecht. Zum Beispiel die Peaches, Aprikosen und der Mais. Okay, gut zu wissen. Den Mais könnten wir natürlich auch warm machen. Aber möchte ich jetzt nicht. January the 2nd, 1961. Dear Harris, Happy New Year. I suppose I am wasting my time by writing you again, but the new year always makes me think about the past. I was very upset when you did not respond to my last letter. I was told that you refused my calls at the college. I understand that you are still angry, and for that I cannot fault you. But unlike you, I have gotten past our little meltdown. I've grown to see it as the inevitable terminus of our relationship. Ich dachte, ich hätte was gehört. Something that had to happen sooner or later. Like the spilled milk, as they say. It's not worth crying for. But I do have a request. I will make it plain, Harris. I need money. Some of my investments went bad last year, and with Kennedy in the White House soon, the others will certainly fail. You may hate me now, but I cannot believe you will consign me to a life of poverty. Somewhere deep down in your heart, you still love me. Okay, bin schon ruhig. Under that mask you wear in your daily life, I know you must still feel something for me. Please say you'll help me, but just this once. Put down the mask and trust your feelings. Humbly and sincerely, Cynthia. Schon wieder die Ex-Frau. Die braucht dringend Asche. Kann ich schon verstehen. Ja, wenn man das Leben gewohnt ist, von einem reichen Professor die Frau zu sein, dann ist man natürlich auch schnell dran gewöhnt. Ah, ich hab den alten Schlüssel genutzt, um hier durchzukommen. Wieso ist... Das sind Leeches. Das sind Egelwürmer. Die Badewanne ist voll mit Egelwürmern. Heißen die Egelwürmer? Egel heißen die, glaube ich, einfach, ne? Das ist einfach nur ekelhaft. Wofür braucht er nochmal die Egel? Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. Irgendwofür braucht er die. Wahrscheinlich für seine Erfindung. Ich schätze, die Egel sind a recent edition, also sind seit kürzlich erst hier, schätze ich mal. The Crystal Cave by Bobby Sawyer, Chapter 14. Ist natürlich bei den Egeln direkt drin, ne? Ganz logisch. Hä? Kann ich das nicht weiterlesen? Ich würde das gerne lesen. Moment. Joe's Diary, Letters from Cynthia, Daily Logs, Crystal Cave. Das müsste es sein, ne? We rounded the corner and Johnson stopped dead, like he'd been given an electric shock. I about ran into him, cursing before I heard it. From somewhere far ahead, deep in the darkness, somebody was singing. A woman's voice. It echoed off in the crystal walls and then seemed everywhere at once. The song was so faint, I listened hard but couldn't make out the words. Schon wieder diese catchy Musik. Catchy Musik. Die kommt, glaube ich, immer, wenn wir irgendwie einen neuen Raum entdeckt haben, habe ich das Gefühl. Okay. The song was so faint. I listened hard but couldn't make out the words. The melody was odd, ghost-like, but it was definitely a person singing. Johnson turned and looked at me, but didn't say anything. We both understood. Somebody was down there, somebody who must know the way out. We were saved. We broke into a run, then Johnson cradling his arms as we tried to cross the forest of crystals, scrambling over translucent beams of amethyst, big as fallen redwoods. I slipped, hit the smooth surface hard, got up again. We followed the woman's voice deeper and deeper in the cave. Jimmy got to the plateau first. I could tell before I made the rise, but that something was wrong. In the middle of the Mensa, natürlich, mitten in so einer Crystal Cave, einfach mal eine Mensa, okay.
In the middle of the mesa was a sort of hatch, like something off the deck of a submarine. It was round and made of steel, and sticking out of it was a metal-looking wheel. The woman's song drifted up from it like smoke. I looked back at Johnson, and as I grasped the handle, was out of breath, still clutching his wrist where his hands had been, trying to keep the cloth tourniquet tied around the stump. He knew it, and I gave it a turn. Ist eine sehr interessante Geschichte, muss man sagen. Gefällt mir gut. Der Bobby hat auf jeden Fall ein literarisches Talent, wie man so schön sagt. Da steht irgendwas drauf. Erstmal den Artikel natürlich lesen. Cold winter increases risk of exposure. Kansas City, KS. With temperatures below 20 for most of the state, experts warn that deaths from hypothermia are on the rise. Several deaths have already been attributed to the cold this year, including 2 hikers found south of Ottawa and a man in Wichita. December is one of the deadliest months, said Charles Manning, Chief's medical examiner at Ottawa PD. People don't realize how could it's gotten and go out unprepared. Profound hypothermia occurs when a person's core body temperatures drops below 90 Fahrenheit. Oder eben 36 Grad Celsius, glaube ich. Oder 37. Ich glaube 37 Grad müsste es sein. Oder 36? Ist auch egal. However, scientists do not yet understand why the deep cold kills some people and spares others. According to Manning, men are at a greater risk than women. So, and the cold is particularly dangerous for thin people. Identifying death by hypothermia can be a challenge, said Manning. If the victim is found in the snow with his clothes half off, then we know, but sometimes bodies aren't recovered. Until much later, often without a mark on them. Scientists do not understand why some victims of hypothermia remove their clothing, a phenomenon called paradoxical undressing, while others do not. Last March, the body of a 30-year-old woman who had been missing for several days was found near Topeka. After failing to identify the cause of death, the coroner chalked it up to exposure to the elements. The easiest way to stay safe is not to go out alone in the cold, especially at night, said Manning. If you must go out, make sure that other people know where you are headed and dress warmly. If you are in a car accident, stay in the car, don't try to hoof it to the next town on your own. Okay. Ach, da steht in Cold Storage. Die Vorderseite der Geschichte ist, erzählt über Hypothermie. Die AP hat das geschrieben. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, Alternative Press oder so. Oder haben wir noch eine neue Flasche? Da steht ein A drauf. Okay, jetzt haben wir schon 2 Stück, D und A. Das sind 4 Flaschen, D und A. Dago? Dagi! Ah, ich verstehe. Ah, und hier tropft auch die ganze Zeit... Hier tropft auch die ganze Zeit der Wasser an, den habe ich gehört. Aber jetzt höre ich ihn irgendwie nicht mehr. Kann ich jetzt noch... Ich schaue noch mal kurz, Moment. Die Spiegel sind immer dunkel. Moment. Der liegt bei den Egeln. Was bedeutet das? Kann es sein, dass die Egel den anziehen? Der ist tot. Der Teufel ist tot. Und die laben sich an seinem toten Körper. Seltsam. Kann es sein, dass die Egel dieses Unterbewusstsein anziehen oder so? Ich weiß, ich bin wieder vollkommen am Überinterpretieren, aber ich weiß ja nicht, könnte ja sein. Das Handtuch ist sauber und gefaltet, schätze ich mal. Pressed. Es ist eine Taschenlampe. Sie hat aber leider keine Batterien. Ja, Taschenlampe ohne Batterien. Ich würde aber sagen, mit diesem wunderschönen Blick auf diese wunderschöne Dame mit dem gebrochenen Arm, das ist real. Ich könnte hier sterben.
bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer, bye, bye. Tschüss.